Illness. Yeah. Check camera, dude. If you find a different information. Oh, that was a smile? Excuse me. Archaeologists all disagree with each other. Oh, yeah, it was lovely. Yeah. Okay, there is any question Did I say concerning lovely? the last part of the lecture? Gibt es Fragen zu dem letzten Teil des Unterrichtes? Please find me if you have anything that is bothering you so much that I said, like, oh, this is a heresy, or you, what the heck, you're talking about the Bible, you know? I believe that the Bible is the word of God and is authoritative, and yeah. Also wenn ihr echt Probleme habt mit dem, was ich gesagt habe, kommt bitte auf mich zu. Wenn ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. No, I don't have a problem, but I have just a question for the book. Joshua? Yes. Because in the last chapter of Joshua, verse 27, they said that the stone was, was heißt Zeuge? Yeah. So how can Oh, we talked yesterday about like how important is they used the piles of stone as a testimony. It's an ancient practice. Every place that happened an important thing or an important event with God, they'll put a pile of stone or a stone to mark that event. So that is every time that a person will walk by, they will look to that stone or to that pile of stone and remember what happened or this event that happened. Mm-hmm. Yeah. Oh yeah, I have something. So you said that archaeologists found out that Jericho was more like a military base. Yes. But I mean, the Bible says like that there were no people there. I mean, the whole family. Oh, Ramah? Yeah. Oh, so it was a common to have this like tavern. Tavern. Inns in the wall, Mm-hmm. and where these prostitutes were, and so it's possible that's her family lived there with her, and because it was a place where travelers would come and stay on the city wall. But most of the people that lived inside the cities were military, like the army, the king, and the priests, like the religious ones. Yeah, because most of the rest of the people, there were poor people and civilians, right? So they would live in the countryside. Yeah. But this is like interpretation, okay? Archaeological interpretation. Yeah. So you can find people that think differently, but I'm towards this line. Okay, chapter 8, the fall of Ai. Kapitel 8, der Fall Eis. So after they dealt with the scene of Achan, they were ready to come against Ai. Nachdem sie sich jetzt die Sünden von Achan gekümmert haben, konnten sie Ai einnehmen. So the chapter starts with God encouraging Joshua. Das Kapitel fängt damit an, dass Gott Josua ermutigt. And now this time, Joshua chose 30,000 men for battle. In dieser Zeit hat Josua 30.000 Krieger für den Kampf ausgesucht. 5,000 hid in the ambush, 5.000 waren im Hinterhalt and the rest approached Ai. und der Rest hat Ai angegriffen. So we see that they conquered the land. Wir sehen, dass sie das Land eingenommen haben. They obeyed the Lord and devote Ai to destruction. Sie haben Gott gehorcht und haben Ai der Zerstörung hingegeben. The same thing that I said to Jericho, it's about interpretation. Und das Gleiche, was ich auch über Jericho gesagt habe, da geht es um Interpretation. If it was literally everyone or if it was a hyperbolical language, it's up to you. Ob es wirklich jeder war oder ob es durch die Sprache eben übertrieben ist. But we see that God gives victory to the people. Aber wir sehen, dass Gott den Leuten Sieg gibt. Because now they trusted him and depended on him and obeyed his word. Denn sie haben ihm jetzt vertraut und seinem Wort gehorcht. And then we see that after that they renew the covenant. Und danach müssen sie den Bund erneuern. And that happened in Mount Ebal. Und das geschieht am Berg Ebal.
was also an important location, that is Shechem. You're going to see over and over throughout the Old Testament. Das war an einem wichtigen Ort, der heißt Sichem, und der kommt immer und immer wieder vor im Alten Testament. And I believe that this ceremony confronted all Israel. Und ich glaube, dass dieser Vorgang ganz Israel konfrontiert hat. Because reminded them of God's commandment. Und sie ganz neu an Gottes Gebote erinnert hat. And they were ready to start this new phase in their history. Sie waren bereit, diese neue Phase anzugehen in der Geschichte. And all of them respond in obedience. Und die alle haben im Gehorsam geantwortet. And this obedience will guarantee them a future rest and prosperity and happiness in the land. Und dieser Gehorsam hat ihnen Frieden und Ruhe in dem Land, wo sie drin sind, verheißen. Otherwise, if they disobey, they will suffer the curses. Andernfalls, wenn sie nicht gehorcht hätten, würden sie die Fluche haben. So in chapter 9 we have the Gibeonites. Im Kapitel 9 geht es um die Gibeoniter. We see that's because of Israel's success. Israel hat gesiegt. The Canaanites came together and allied against the people of God. Und danach kamen die Kanaaniter zusammen und haben sich gegen Gott verbündet. But the Gibeonites started a different tactic. Aber die Gibeoniter haben eine andere Taktik gewählt. Yeah, the residents of Gibeon, that is the town of the Gibeonites, Also die Gibeoniter, decided that they would not come against Israel, die haben sich entschieden, dass sie nicht gegen Israel kämpfen, but to join them. sondern dass sie sich mit ihnen verbünden. And this was a common strategy in the ancient world among the enemies. Und es war was Verbreitetes in dieser Zeit. So Gibeon was not too far away from where Israel was. Gibeon lag nicht so weit The weg people of Israel was. von den Israeliten. And Gibeon had large towns. Und die Gibeoniter hatten große Städte. They were also in the central part of Canaan. Sie waren auch in dem Teil Kanaans. And Gibeon probably was the Hivite capital. The Hivites' capital. Hivites. Und Gibeon war wahrscheinlich das Zentrum der Gebieter. So hearing what God had done to Jericho and Ai, Und als sie gehört haben, was Gott Jericho und Ai angetan hat, some of their people went to the camp where Israel was, at Gilgal, haben sich ein paar von denen entschieden, dass sie in das Lager der Israeliten gehen werden. wearing worn clothes and patched sandals. Und dass sie kaputte Klamotten und ja, schon alte Sandalen anziehen würden. And dried and moldy provisions to pretend that they were traveling for long. Und dass sie so zeigen wollten, dass sie schon lange unterwegs sind. So they said to the people of Israel that they lived beyond the borders of Palestine, so out of the land of Canaan. Was sie dann den Israeliten gesagt haben, ist, dass sie außerhalb des Landes Kanaan leben, über die Grenzen hinweg. And we see that the elders of Israel didn't take the effort to ask God if they're supposed to ally with these people or not. Und was wir lesen können, ist, dass die Ältesten der Israeliten nicht gefragt haben und Gott um Hilfe gebeten haben. So they enter in a covenant with the Gibeonites without inquiring from God. Also sie schließen einen Bund mit den Gibeonitern, obwohl sie Gott nicht vorher gefragt haben. So the Israelites had failed in Ai because they didn't request God's guidance Also haben die Gibeoniter versagt hier in Ai, denn sie haben nicht Gott um Hilfe gebeten. and thought that they could do it by their own strength. Aber sie haben gedacht, sie könnten es auf eigene Kraft machen. And now they failed because they trust in their own wisdom. Aber sie haben versagt, denn sie haben sich auf ihre eigene Weisheit verlassen. So we see that Gibeon was a great city, Wir sehen, Gibeon war eine großartige Stadt. that they were like the royal cities. Es war eine königliche Stadt. You see that in chapter 10, verse 2. Das lest ihr in Kapitel 10, Vers 2. Yeah. He feared greatly because Gibeon was a great city, like one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all its men were warriors. All dies ängstigte ihn und sein Volk sehr, denn Gibeon war eine große Stadt, so groß wie die königlichen Städte und größer als Ai. Und die Gibeoniter waren starke Krieger. So, because because the Gibeonites lied to them,
Die Gibeoniter haben die Israeliten angelogen and they discover it. und die haben das dann rausgefunden. They started complaining. The people of Israel started complaining. Deshalb haben sich die Israeliten beschwert. But then the elders they refused to break their oath with the people of Israel, with the people of Gibeon, Und die Ältesten wollten dann diesen Schwur aufheben mit den Gibeonitern, because they did a binding with them in the name of the Lord. denn sie haben ein Bündnis im Namen des Herrn geschlossen. And this type of treaties were really sacred for these people. Und diese Art Verträge waren wirklich heilig für die Leute. There was sacred agreements. Das waren heilige Übereinkommen. And to break this oaths with another country, it was a great reproach to the nation and also to their God. Und wenn man diesen Schwur gebrochen hätte, wäre das Yeah, it was not a great idea to break the covenant. Es war keine gute Idee, so einen Schwur zu brechen. So Israel's leaders were wise in not breaking the covenant that they did by the lack of wisdom. Also es war eine weise Entscheidung, dass sie den Schwur jetzt nicht gebrochen hatten, den sie am Mangel aus Weisheit gebrochen We haben. even see in 2 Samuel 21, 1-2, Wir sehen im 2. Samuel 20, 1-2, that King Saul put to death the Gibeonites, and the entire nation suffered. dass König Saul die Gibeoniter beerdigt hat und das ganze Land gelitten hat. The nation of Israel suffered famine, and this was God's punishment over them because of the killing of the Gibeonites during the time of Saul. Also die Israeliten mussten leiden und wurden gestraft während der Zeit durch die Gibeoniter. So the leaders of Israel punished them by putting them to be servants in the tabernacle. Also die Leiter der Israeliten, die haben gelitten und They were supposed to cut the wood and draw water for the activities of the tabernacle. und sie mussten hart für die Gibeoniter arbeiten, waren zum Beispiel Wasserschöpfer. But it was not a wise move. Was? Die Gibeoniter Die mussten die Lisa Israeliten. müssen arbeiten. It was not a wise move. Es war keine weise Entscheidung. Because if you remember from Leviticus, just those authorized and from the tribe of Levi was supposed to approach the tabernacle. Denn wenn ihr von 3. Mose noch wisst, waren es nur die Leviten, die zum Heiligtum gehen durften. So in some way they were violating. Und auf eine gewisse Art haben sie sich dem entgegengesetzt. Yeah. And you're gonna see throughout history how, unfortunately, those that were supposed to be separate for God, they corrupt themselves. Und das seht ihr immer wieder in der Geschichte, dass die für Gott auf die Seite gesetzt wurden, dass sie Gott nicht gehorcht haben. They corrupted themselves with the practices of these pagan nations. Sie haben sich selber verdorben durch die Praktiken der anderen Nationen. So then in chapter 10, In Kapitel 10 we have the first really aggressive reaction of the Canaanites against Israel. haben wir die erste aggressive Reaktion der Kanaaniter. In verses 6 to 11 In den Versen 6 bis 11. is the first time that Israel went into battle Da ist das erste Mal, dass Israel in den Kampf zieht against alliance of states. gegen Städte, die verbündet waren. But God reassured Joshua that he would be victorious. Aber Gott hat Josua zugesichert, dass er siegreich wird. So God's strategy included early morning surprise attack, Also Gottes Strategie war, dass sie am Morgen überkommen that caught the Amorite guard. und dass sie die amoritischen Wächter gefangen nehmen. We see also God sending hailstorm. Storm, Wir sehen auch, wie Gott Hagel schickt. and most of the people that died was because of the hailstones, not because of the army of Israel. Und die meisten der Leute, die gestorben sind, das war wegen dem Hagel und nicht wegen den Israeliten. I think it was God showing again that was by his might and not by Israel's might. Und ich glaube, Gott wollte wieder zeigen, dass es nicht durch die Kraft Israels war, sondern durch seine Kraft. And the hailstorm was important because the Canaanites believed that Baal was the god that commanded
the climate. Und dieser Hagel war wichtig, denn die Kanaaniter dachten, dass ihr Gott Herr über das Wetter ist. Baal controlled the rain, flood, hail, snow. Also Baal war der Herrscher über Regen, Flut, Schnee, Hagel. So this episode was to show them that actually Yahweh is the one in control of everything. Aber dieses Event hat ihnen gezeigt, dass Yahweh in Kontrolle ist und der Herrscher darüber. So we have an interesting passage from verses 12 to 15. Wir haben jetzt eine interessante Bibelstelle von den Versen 12 bis 15. Joshua prayed to the Lord. Josua hat gebetet. He asked the sun to stand still at Gibeon, Er hat Gott gebeten, dass die Sonne stehen bleibt and the moon in Ajalon. und dass der Mond in Ayalon stehen bleibt. And what happened? Und was ist passiert? The sun and the moon stopped. Sonne und Mond blieben stehen. And if you want to know more about it, Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, you can go to this book called the Book of Joshua, dann könnt ihr in das Buch Josuas schauen and it will provide you with more details. und da wird es mehr Details geben. And it's simply like that. Und es ist Oh, ungefähr just so. put it Joshua. Okay, what a passage. Was für eine Schriftstelle. So how we understand what is going on here? Wie können wir verstehen, was hier vor sich geht? I had no idea. But let's try to explain it. Okay, keine Ahnung, aber ich versuche es mal zu erklären. People try to explain this miracle over and over again. Leute haben versucht, dieses Wunder zu verstehen, immer und immer wieder. And there are three main ways that scholars explain what is going on here. Und das kann man auf 3 verschiedene Arten erklären, was hier los ist. I don't have a personal opinion about it. I'm still wrestling with it. Ich weiß noch nicht genau, welche Meinung ich dazu habe. Ich bin noch am Überlegen. Okay, so the first thing that they believe is that the Earth's rotation was slowed or stopped. Also das Erste, was sie glauben, ist, dass die Erdrotation stehen geblieben ist oder angehalten hat. So therefore God must have contracted the worldwide effects of this miracle by his power. Also hat Gott die weltweiten Ausmaße einfach gefolgt von dieser Kraft. But some people ask, but would God perform such a worldwide miracle just because Joshua asked him? Aber manche Leute würden fragen, warum hat Gott so ein Ereignis zugelassen, was weltweite Auswirkungen hatte. He definitely could. He can do whatever he wants, right? Also er konnte das tun, er konnte machen, was er wollte. Yeah. Other option is that it might have been a local miracle. Die andere Auslegung wäre, das wäre einfach nur eine lokale Sache, But God provided an additional light. wo Gott ein zusätzliches Licht bereitgestellt hat. Therefore, those who defend this view believe that God might have created an unusual event, a atmospheric condition event. Also die Leute würden sagen, dass es ein ganz unübliches Ereignis war, That resulted in the refraction of the sunlight after the sun has set. was das Sonnenlicht zerstört hat, nachdem das passiert ist. And since the Hebrew and the other option, the third option is that since the verb translated stand still in Hebrew and stood still can also mean cease and stop. Also wenn man im Hebräischen dieses Wort anschaut, was mit Stillstehen übersetzt wird, dann kann es heißen stillstehen oder anhalten. Some scholars believe that Joshua actually asked God to keep the sun from shining. Manche Wissenschaftler würden sagen, dass Gott die Sonne von dem Scheinen bewahrt hat, And not from moving. aber nicht davon, sich zu bewegen. In other words, Joshua was asking God to stop the sun to beat the Israelites down. Because it was too hot. Also Josua könnte Gott also gefragt haben, dass die Sonne ihn nicht schlägt und ihn durch die Hitze runterdrückt. So they believe that probably Joshua actually asked God to give them a cooler day. Also wäre die Bitte von Josua gewesen, dass er Gott bittet, einen kühleren Tag zu haben, But not a longer day. aber nicht einen längeren Tag. But the main problem with this view Aber das Hauptproblem hier ist es, is that Joshua also asked the moon to stop. dass Josua auch
gebeten hat, dass der Mond aufhört. So why, if he is asking for a cooler day, why he is asking the moon to stop? Also wenn er um einen kühleren Tag bittet, warum muss dann der Mond auch stehen bleiben? But they will answer saying that it was a poetic parallelism. Aber dann würden diese Wissenschaftler antworten, dass es poetisch war und dass es ein Parallelismus ist, That actually this is a poetic language dass es eine Dichtkunst ist, that is referring to like sun and moon. was sich auf Sonne und Mond bezieht. There are also different other views that people come up with, Es gibt auch noch verschiedene andere Ansichten, but die these Leute three haben. are the main ones that scholars tend to discuss. Aber diese drei sind die Hauptaussagen. But the reality is no one knows what really happened. Aber in Wirklichkeit weiß keiner wirklich, was passiert ist. If the day was truly prolonged, they might have the Canaanites were probably very impressed. Wenn der Tag wirklich länger gewesen wäre, waren die Kanaaniter wahrscheinlich sehr erstaunt. And once again, God is just proving that He is in control over everything, literally everything. Und was Gott hier wieder zeigen möchte, ist, dass er in Kontrolle ist über alles, also wirklich über der gesamten Welt. And it's funny because in the 1960s, Und das ist wichtig, denn auch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts a story about NASA finding this, like funny evidences for this event started to circulate among the people. da gab es viele Geschichten, die die NASA herausgefunden hat in Bezug auf diese Geschichte. And was widespread among the Christians Und es hat sich auch viel unter den Christen rumgesprochen, in the States. vor allem in Amerika. And because of this widespread circulation, it's still some people still believe it today that NASA actually found this event, like evidences for this event. Und viele glauben auch heute noch, dass die NASA wirklich Anzeichen für dieses Ereignis damals gefunden hat. But the reality is that there was not any evidence was found. Aber in Wahrheit ist es so, dass keine Anzeichen überhaupt gefunden wurden. But this fact, but NASA not proving that this happened, Aber da die NASA nicht nachweisen konnte, dass es passiert ist, doesn't mean that the miracle didn't happen. das heißt aber nicht, dass dieses Wunder nicht geschehen ist. Because we know that God can do what He wants. He's a creator. Und wir wissen, dass Gott tun kann, was er will, denn er hat alles geschaffen. So yeah, it's an interesting passage to wrestle with. Das ist eine interessante Bibelstelle, mit der man sich auseinandersetzen kann. Question about? Fragen dazu? Thoughts? What do you guys think? Was denkt ihr? Well, to me, it doesn't really matter if the Earth's rotation was slowed or whatever. What matters is that God did a miraculous thing for His people, and until heaven, we will not understand everything. Although we'd like to. Yeah. But I go with that. For me, it doesn't matter. I believe that God can do it, and if He wanted, He did. But something happened. One thing that is sure, something happened, and Israel was victorious. Also die eine Sache, die sicher ist zu diesem Ereignis, ist, dass Israel siegreich war und dass Gott es tun kann. Yeah. It's a step of faith. Das ist ein Schritt des Glaubens. Okay. So from verses 16 to 27, In den Versen 16 bis 27 we see that Joshua pursued the kings, können wir sehen, dass Josua auf den König zugegangen ist. and he dealt with the kings according to the commandments of the Lord in Deuteronomy 21. Und er ist mit dem König so umgegangen, wie es auch in 5. Mose steht, Kapitel 21, 22 bis 23. Yeah. That says, and if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him in a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for inheritance.
Also 5. Mose 21, Verse 22 bis 23. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht und der Tote nach seiner Hinrichtung an einen Baum gehängt wurde, dürft ihr den Leichnam nicht über Nacht an den Baum hängen lassen. Ihr sollt ihn noch am selben Tag bestatten, denn ein auf diese Weise aufgehängter ist von Gott verflucht. Verunreinigt nicht das Land, das der Herr euer Gott euch zum Besitz gibt. And the rest of chapter 10 is about the other cities that was conquered in southern Canaan. Der Rest des Kapitel 10 geht um die Städte, die im Süden erobert wurden. Yeah. And then chapter 11 is about the northern conquest. Im Kapitel 11 geht es um die Eroberung des Nordens. We're not going to go in detail with that because there's a lot of cities. Da gehen wir jetzt nicht genauer rein, es sind viele Städte. But do you have any questions about it? Aber die Fragen darüber. And we see that the success of Joshua was because he was obedient to God. Wir sehen, dass der Erfolg Josuas darin lag, dass er Gott gehorcht hat. Because he decided to obey God in everything, God gave him victory. Denn da, wo er Gott in allem gehorcht hat, hat Gott ihm den Sieg geschenkt. Yeah. In chapter 11:22, In Kapitel 11, Vers 22, the first time the author refers to Canaan as the land of the sons of Israel. da steht das erste Mal im Land der Israeliten. So for the first time, Canaan was known as Israelite nation, Das war das erste belonging Mal, to the Israelites. Sorry. wo das Land der Kanaaniter als das Land der Israeliten bezeichnet wird. Verses 23, we see that Joshua subdued the whole land. He's saying that he controlled the whole land. In Vers 23 steht, dass Josua das ganze Land eingenommen hat. Yeah. From then on, the tribes need to take responsibility and keep on conquering their own territory. Und von dieser Zeit an mussten die Stämme Verantwortung übernehmen und ihr eigenes Land weiterhin einnehmen. So we see that the major war was over. Wir sehen, dass der Hauptkrieg vorbei ist. That Israel broke the power of the Canaanites. Die Israeliten haben die Kraft der Kanaaniter besiegt. Remember that I said that most of the cities were military strongholds, so they shook these places. Wie ich schon gesagt habe, die meisten der Städte der Kanaaniter waren militärische Mächte und sehr stark. So now it was a bit more easier to conquer the rest of the territory. Und als sie die eingenommen hatten, war es leichter für sie, das andere Gebiet noch einzunehmen. And we're going to see that was a lot yet to do, Und wir sehen, dass es noch viel zu tun gab. but the main war was over. Aber der Hauptkrieg war vorbei. So from chapters 13 to 21 Also von Kapitel 13 bis 21, is a description of how the land was divided among the tribes. da können wir lesen, wie das Land aufgeteilt wurde unter die Stämme. And we see that most of the tribes didn't conquer all the territory, the entire territory that was allotted to them. Und da sehen wir auch, dass es da ein großes Gebiet noch für sie gab und das konnten sie nicht alles einnehmen. It's believed that this time of conquest took about 7 years. Man glaubt, dass diese Zeit der Eroberung 7 Jahre gedauert hat. But after the 7 years, Israel occupied just a little part of the promised land. Aber nach den 7 Jahren haben sie erst einen kleinen Teil des verheißenen Landes eingenommen. And from now on, they were supposed to take over, each tribe should take over and conquer their own territory. Und von jetzt an sollte dann jeder Stamm sein Land einnehmen und dieses Land besiedeln. And we see that here that Joshua was old, so now he was ready to pass the baton to each leader. Und wir sehen, dass Josua jetzt quasi diesen Kampf an den Leiter jedes Volkes, jedes Stammes weitergegeben hat. Yeah. So this is just a description of which city or who stayed with what. If you have questions about it, you have. Also hier werden jetzt einfach die Länder beschrieben und die Stämme, denen die Länder zugeteilt wurden. No. If you have any questions later, you can come and ask me. Auch die Fragen, dann könnt ihr die jetzt stellen oder auch später. Okay, so in chapter 20, In Kapitel 20, we have the cities of refuge. da stehen die Zufluchtsorte. With 6 cities of refuge. Es gab 6 davon. They were assigned by Moses. Die wurden von Mose schon
angekündigt. And they were for everyone that was accused of killing someone unintentionally. Und die waren für jede Person, die jemanden unabsichtlich umgebracht hat. So if the person was accused unintentionally, she could flee to the cities. Wenn also jemand ohne Absicht beschuldigt war, konnte sie in so eine Stadt fliehen And wait there for judgment. und dort aufs Gericht warten. And if it was found that she killed someone,